Egal ob die Iguazú-Wasserfälle im tropischen Norden, der Perito Moreno-Gletscher in Patagonien oder riesige Salzwüsten in den hochgelegenen Anden, in kaum einem anderen Land gibt es so viele Wow-Momente wie in Argentinien. In diesem Video zeigen wir dir die größten Highlights, machen dir einen Routenvorschlag inklusive aller Transportmöglichkeiten und verraten dir natürlich auch, was eine Reise nach Argentinien kostet. Argentinien liegt in Südamerika und ist wirklich ein unfassbar riesiges Land, 8-mal so groß wie Deutschland. Und die meisten Menschen leben in der Hauptstadt Buenos Aires an der Ostküste. Dort befindet sich auch der internationale Flughafen Buenos Aires-Ezeiza, wo eure Reise nach Argentinien vermutlich starten wird. Argentinien liegt auf der Südhalbkugel, weshalb die Jahreszeiten umgekehrt zu dem laufen, wie wir es aus Deutschland kennen. Das heißt, wenn hier Sommer ist, ist in Argentinien Winter und andersrum. Und grundsätzlich gilt, obwohl Argentinien sehr groß ist und verschiedene Klimazonen hat, der argentinische Sommer als die beste Reisezeit. Besonders die Monate Dezember, Januar und Februar, wobei man dazu sagen muss, zu der Jahreszeit ist es dann dementsprechend auch am vollsten und auch am teuersten, gerade in Patagonien. Und im Februar haben die Argentinier selbst lange Sommerferien, das heißt, da sind ganz viele Argentinier auch unterwegs. Deshalb lohnt sich auch ein Blick auf die sogenannte Shoulder Season, also die Monate kurz vor und kurz nach der Hauptreisezeit, also davor im Oktober und November oder eben danach im März und April. Da ist das Wetter ein bisschen unbeständiger, noch nicht ganz so gut, aber dafür ist es weniger voll und ein bisschen günstiger. Als deutscher Staatsbürger braucht man für die Einreise nach Argentinien kein Visum und man kann bis zu 90 Tage visafrei im Land bleiben. Ihr solltet aber beachten, dass man in der Regel bei der Einreise keinen Stempel mehr im Reisepass bekommt, sondern das nur noch digital läuft. In Argentinien zahlt man mit dem argentinischen Peso und alles, was Geld in Argentinien betrifft, ist ein bisschen kompliziert und anders, als wir hier kennen, weil die Inflation in Argentinien ist extrem hoch und deshalb ist die Währung sehr instabil. Man kann da nicht einfach zum ATM gehen und mit seiner Kreditkarte Geld abheben. Das funktioniert in Argentinien als Tourist nicht. Stattdessen gibt es verschiedene Wechselkurse mit dem Blue Dollar. Man kann auch Western Union nutzen. Das muss man als Tourist auch alles wissen. Deswegen haben wir euch dazu ein eigenes Video gemacht. Das haben wir euch hier oben verlinkt. Aber insgesamt kann man festhalten, dass das Preisniveau in den letzten Monaten in Argentinien stark gestiegen ist. Für die ersten Tage in Argentinien hatten wir uns schon vorab eine eSIM geholt, damit wir direkt nach der Ankunft Internet hatten. Und dann haben wir uns vor Ort bei Claro, das ist der größte Anbieter in Argentinien, eine SIM-Karte gekauft und hatten dort 12 GB für 30 Tage, die wir dann auch nochmal verlängert haben. Argentinien gilt als vergleichsweise sicheres Land in Südamerika. Allerdings sollte man besonders in den Großstädten aufpassen, also in Buenos Aires, in Córdoba, Rosario. Da gibt es manche Stadtteile, die man besonders nachts vermeiden sollte und sonst einfach auf die üblichen Sachen aufpassen, wie Taschendiebstähle, Wertsachen nicht immer offen zur Schau stellen und so weiter. Dann kommen wir nun zu den zahlreichen Highlights in Argentinien und fangen an in der Hauptstadt Buenos Aires. Da haben wir erstmal eine Free-Walking-Tour gemacht, um die Stadt ein bisschen kennenzulernen, weil wir wussten gar nicht, was uns da erwartet. Und Buenos Aires ist sehr abwechslungsreich, je nachdem, in welchem Stadtteil man sich befindet. Also uns hat Recoleta sehr gut gefallen, mit vielen hübschen Straßen, kolonialen Gebäuden und sehr, sehr vielen guten Restaurants. Und einer der belebtesten Stadtteile in Buenos Aires ist La Boca. Das ist nämlich Heimat des Fußballvereins Boca Juniors, der wahrscheinlich bekannteste Fußballverein in ganz Südamerika. Und die Argentinier sind sowas von Fußball verrückt. Überall tragen die Leute ihre blau-gelben Boca Junior-Trikots, besonders auf der Caminito. Da sind ganz viele Restaurants, Leute tanzen Tango. Also da ist sehr viel los, vor allem tagsüber. Und wer sich eher Richtung Nachtleben orientieren will, der kann einen Blick auf die Stadtteile San Telmo und Palermo werfen. Ein Highlight, das man in Argentinien nicht verpassen sollte, sind die Iguazú-Wasserfälle. Die sind nach den Niagara-Fällen und den Victoria Falls die drittgrößten der Erde. Und sie befinden sich im Norden von Argentinien auf der Grenze zu Brasilien. Die Iguazú-Fälle bestehen aus 20 großen und mehr als 250 kleinen Wasserfällen. Und auf der argentinischen Seite kann man mehrere Trails laufen, die dann unterschiedliche Perspektiven auf die Wasserfälle bieten. Besonders beeindruckend fanden wir den Blick von oben vom Garganta del Diablo, der Teufelsschlucht, runter auf die herabstürzenden Wassermassen. Salta trägt auch den Spitznamen La Linda, was so viel bedeutet wie die Schöne. Und das völlig zu Recht, denn sie gilt als die schönste Stadt in ganz Argentinien, wo wir definitiv zustimmen. Mittelpunkt der Altstadt ist der Plaza 9 de Julio, ein super schön begrünter Platz mit Palmen. Direkt drumherum befindet sich viele koloniale Architektur mit beeindruckenden Kirchen. Außerdem gibt es in Salta ein sehr interessantes Museum, wo Kindermumien ausgestellt werden, die vor über 500 Jahren bei einer Inka-Zeremonie geopfert wurden und 1999 bei einer Expedition auf einem fast 7000 Meter hohen Vulkan gefunden wurden.
Salta bietet sich auch perfekt als Startpunkt eines Roadtrips durch die wunderschöne Region an. In der angrenzenden Provinz Jujuy befindet sich zum Beispiel Purmamarca, ein kleiner Ort, der von bunten Bergen wie dem Cerro de los Siete Colores umgeben ist. Außerdem war die Region Siedlungsgebiet von verschiedenen indigenen Völkern, weshalb man sich auch Ruinenstätten angucken kann, wie zum Beispiel Pucará de Tilcara. Und ein absolutes Highlight in der Gegend ist die Salzwüste Salinas Grandes, durch die man mit dem eigenen Auto fahren kann. Außerdem ist Argentinien ja für Wein bekannt und eines der bekanntesten Weinanbaugebiete befindet sich in Cafayate, südlich von Salta. Dort kann man dann in einem der zahlreichen Weingüter, die Bodegas genannt werden, eine Weinverkostung machen. Dann bewegen wir uns so langsam Richtung Süden nach Patagonien und fangen an mit der Stadt Bariloche. Bariloche befindet sich im nördlichen Teil von Patagonien und ist umgeben von einer wunderschönen Seen- und Berglandschaft. Man kann beispielsweise eine Gondelfahrt auf den Cerro Campanario machen, der einen unglaublichen Ausblick auf den Lago Nahuel Huapi und die dahinterliegenden schneebedeckten Berge bietet. Ähnlich toll sind die Ausblicke vom Circuito Chico, einem Rundweg, den man mit dem Auto oder Fahrrad fahren kann, und natürlich auch die bekannte Ruta de los Siete Lagos, eine traumhaft schöne Straße zwischen Villa de la Angostura und San Martín de los Andes mit vielen verschiedenen Aussichtspunkten über die beeindruckenden Landschaften in Nordpatagonien. Dann kommen wir jetzt zu einem Geheimtipp und einem unserer liebsten Stopps in Argentinien, nämlich dem Lanín-Nationalpark. Dieser befindet sich in der Nähe der Stadt San Martín de los Andes und steht noch nicht bei vielen Touristen auf dem Plan. Absolutes Highlight des Parks ist der gleichnamige Vulkan, der sich mit seinen 3747 Metern majestätisch auftürmt, und schon auf dem Weg in den Nationalpark bieten sich immer wieder spektakuläre Ausblicke auf den schneebedeckten Vulkan. Und innerhalb des Nationalparks gibt es die Möglichkeit, auf dem Lago Huecho Lafken eine Bootsfahrt zu machen, die zwar ziemlich teuer, aber auch wirklich schön ist und für uns ein absolutes Highlight unserer Rundreise war. Dann kommen wir jetzt zu den wahrscheinlich bekanntesten Sehenswürdigkeiten in ganz Argentinien und starten in El Chaltén im südlichen Patagonien, was als Trekking-Hochburg der ganzen Region gilt. Dort beginnen mehrere wunderschöne Wanderungen, von denen die bekannteste zur Laguna de los Tres führt, hinter der sich der Fitzroy auftürmt. Der 3405 Meter hohe Fitzroy ist aufgrund seiner besonderen Form einer der bekanntesten Berge der Welt und säumt auch das Logo der Automarke Patagonia. Neben der Wanderung zur Laguna de los Tres lohnt sich auch ein Abstecher zur Laguna Torre, dem Wasserfall Chorrillos del Saltos und dem Mirador de los Condores. Eins der allergrößten Highlights in Argentinien haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben, und zwar ist es der Perito Moreno Gletscher. Den kann man am besten von El Calafate aus besuchen. Das ist der Ausgangsort, der ungefähr 1,5 Stunden vom Gletscher entfernt liegt. Und der Perito Moreno Gletscher war für uns auf jeden Fall eine der beeindruckendsten Dinge, die wir je auf Reisen gesehen haben. Der Gletscher beginnt in den Bergen auf knapp 3000 Metern Höhe und zieht sich über 30 Kilometer bis in den Lago Argentino. Ziemlich nah kann man ihm bei einer einstündigen Bootsfahrt kommen. Und mit etwas Glück sieht und hört man sogar Teile des Gletschers abbrechen. Also wirklich eine unglaubliche Landschaft und für uns ein unvergessliches Erlebnis. Darüber hinaus gibt es in Argentinien noch so viel mehr zu sehen. Also es gibt noch andere Städte wie Mendoza beispielsweise. Oder man kann natürlich auch nach Feuerland ganz in den Süden, nach Ushuaia. Man kann eine Fahrt in die Antarktis von dort starten und auch in die Nachbarländer einen Abstecher machen. Das haben wir auch gemacht. Von Buenos Aires beispielsweise sind wir mit der Fähre nach Uruguay gefahren für einen Tagesausflug in die Stadt Colonia del Sacramento, was uns sehr gut gefallen hat. Wir waren ja auch im Dreiländereck im Norden unterwegs, zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay, haben uns noch die brasilianische Seite der Iguazu-Fälle angeschaut und haben auch noch einen kleinen Tagesausflug nach Paraguay gemacht. Und Argentinien teilt sich im Westen und ganz im Süden auch eine sehr lange Grenze mit Chile. Das haben wir uns auch nicht nehmen lassen, dem Torres del Paine Nationalpark in Chile von El Calafate noch einen Besuch abzustatten. Also man kann auch drumherum um Argentinien noch ein paar kleine Tagesausflüge in die Nachbarländer machen. Bei der Routenplanung durch Argentinien solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass das Land wirklich sehr groß ist und die Distanzen entsprechend weit sein können. Um mal ein Beispiel zu machen, die Strecke von der Hauptstadt Buenos Aires nach El Calafate im Süden beträgt 2000 Kilometer. Das ist so weit wie von Frankfurt nach Moskau. Und das heißt, man muss sich auf Inlandsflüge oder sehr lange Busfahrten einstellen. Aufgrund dessen und auch wegen der langen Anreise aus Deutschland bzw. Europa würden wir einen Mindestaufenthalt von 2 Wochen empfehlen, wobei das wirklich das absolute Minimum ist. Besser wäre alles ab 3 Wochen. Eine genaue Route findet ihr bei uns auf dem Blog, die alle Highlights, die wir jetzt hier gerade genannt haben, abdeckt. Also von Buenos Aires über die Iguazu-Wasserfälle im Norden nach Salta im Nordwesten, inkludiert dort auch einen Roadtrip durch die Provinzen Salta und Jujuy. Dann geht es weiter Richtung Nordpatagonien nach Bariloche und in den Lanín-Nationalpark und weiter in den Süden nach El Chaltén und El Calafate und von da aus dann wieder zurück in den Ausgangsort Buenos Aires. Die Route ist auch flexibel anpassbar, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, und ihr findet alle Details dazu, wie wir von A nach B gekommen sind, wie viel das Ganze gekostet hat und wie lange es gedauert hat, auf dem Blog www.betterbeyond.de.
Beim Transport in Argentinien hast du auf der Langstrecke meistens die Wahl zwischen einem Flug oder einem Bus. Wir haben auf unserer Reise eine Mischung aus beiden Verkehrsmitteln in Anspruch genommen und Busverbindungen haben wir in Argentinien über die Seite Plataforma 10 gebucht. Die ist allerdings nur auf Spanisch, sonst kannst du auch bei bookaway.com oder bei checkmybus.de nachschauen. Beachte bei Busbuchungen, dass es verschiedene Kategorien gibt. Bei Semikammer kannst du den Sitz nur ein wenig nach hinten verstellen, während Fullkammer-Sitze dich fast in eine liegende Position bringen. Besonders bei Nachtbussen oder auf Strecken, die länger als 8 Stunden dauern, würden wir dir definitiv einen Fullkammer-Sitz empfehlen. Zudem gibt es bei den meisten Langstreckenbussen ein WC an Bord und es werden alle paar Stunden Stops eingelegt, um auf Toilette zu gehen oder ein paar Snacks zu kaufen. Und insgesamt fanden wir die Busfahrten trotz der langen Distanzen recht angenehm, aber man sollte sich auf jeden Fall ein bisschen Musik runterladen, Podcasts oder Serien, denn ein Großteil der Zeit wird man kein Internet haben. Die Langstreckenbusse sind allerdings gar nicht mal so günstig, natürlich auch abhängig von der Buchungsklasse, dass häufig sogar der Flug die günstigere und natürlich auch deutlich schnellere Alternative ist. In Argentinien gibt es mehrere Fluggesellschaften, einmal die staatliche Aerolíneas Argentinas, die vermeintlich ja sicherste und zuverlässigste Airline, und dann gibt es mit JetSmart und Flybondi noch 2 Billigfluggesellschaften. Wir haben aus Kostengründen die Billig-Airlines genommen und die haben den Ruf, nicht allzu zuverlässig zu sein, und das können wir leider aus eigener Erfahrung bestätigen. Gerade mit Flybondi hatten wir einige Umbuchungen vorab, Verspätungen. Einmal ist der Flug dann auch erst am nächsten Tag gegangen. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass es vielleicht nicht alles so klappt wie geplant und im Zweifel einen Puffertag einplanen, wenn ihr zum Beispiel am nächsten Tag den Heimflug habt oder einen Mietwagen mietet oder sowas. Und es ist auch häufig so, dass es keine Direktverbindungen gibt, sondern dass man meistens in Buenos Aires umsteigen muss. Und da ist es auch so, dass ihr genug Puffer einplanen solltet und ihr solltet beachten, dass das Gepäck nicht durchgecheckt wird. Das heißt, das müsst ihr dann jedes Mal nochmal abholen und wieder neu aufgeben. Innerhalb von größeren Städten könnt ihr euch sehr gut mit dem Taxi fortbewegen. Das ist meistens sehr günstig. Ihr könnt dazu Apps verwenden, also Uber funktioniert in den größeren Städten in Argentinien und in Buenos Aires haben wir Cabify benutzt. Das ist nur eine App, die in Argentinien geht. Aber desto kleiner die Orte werden, desto weniger funktionieren diese Apps. Sonst gibt es auch sogenannte Remis. Das sind Privatautos mit einer offiziellen Taxilizenz. Die haben auch einen Taxameter. Das machen die unserer Erfahrung nach auch häufiger mal an. Gerade in Salta war das eigentlich dann auch sehr erschwinglich gewesen. Aber wenn es dann Richtung Patagonien geht, dann ist dann meistens kein Cabify mehr, kein Uber mehr und auch kein Taxameter mehr. Da verlangen die Leute meistens Festpreise und die haben es dann teilweise doch schon ganz schön in sich. Selbst für kurze Transfers zwischen Stadt und Flughafen werden da gerne mal 20, 30 Euro verlangt. Wir haben uns auf unserer Argentinienreise auch zweimal einen Mietwagen geliehen, was auch ziemlich cool war. Ich würde es jetzt nicht für den gesamten Aufenthalt in Argentinien empfehlen, dazu sind die Distanzen einfach zu groß, aber für so einzelne Spots ist es richtig cool. Wir hatten das einmal in Salta und Jujuy und einmal in Bariloche, um in den Lanín-Nationalpark zu fahren. Und wir haben vor Ort und auch online nach Preisen geschaut, haben aber tatsächlich online über billiger Mietwagen die günstigsten Angebote gefunden. Wir haben auch Versicherungen dazu gebucht und das war dann insgesamt schon ziemlich teuer, muss man dazu sagen. Aber es hat auch extrem viel Spaß gemacht zu fahren. Ihr solltet nur darauf achten, dass in Argentinien Lichtpflicht gilt. Das heißt, man muss außerhalb der Städte immer Licht anhaben, auch tagsüber. Und es gibt ziemlich viele Polizeikontrollen, wobei wir meistens durchgewunken wurden. Für den öffentlichen Personennahverkehr gibt es in Argentinien die Subecard. Die kann man in Kiosken oder auch an Metrostationen kaufen. Die kann man nicht in ganz Argentinien verwenden, aber doch in den größeren Städten und vor allem eben in Buenos Aires. Und der öffentliche Personennahverkehr in Buenos Aires ist echt gut. Es gibt sogar eine Metro dort, da könnt ihr dann einfach die Karte auflegen, geht durchs Drehkreuz und könnt euch da auch mit Google Maps navigieren. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Darüber hinaus gibt es wirklich unendlich viele Busse, in die ihr einsteigen könnt. Ist manchmal ein bisschen verwirrend mit der Navigation, aber die Leute helfen euch auch weiter und es ist insgesamt sehr günstig, sich mit dem öffentlichen Personennahverkehr fortzubewegen. Bevor wir zu den Kosten kommen, würde es uns freuen, wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben gebt. Das hilft unserem Kanal und sollten euch mehr Videos rund ums Thema Reisen interessieren, Weltreisevorbereitung, verschiedene Vlogs, Länderguides wie diese und so, dann abonniert diesen Kanal. Und jetzt, Helen, verrat uns mal, was hat unsere Reise nach Argentinien gekostet? Es war die teuerste Reise, die wir jemals gemacht haben. Wir haben es ja am Anfang von dem Video schon mal gesagt, die Preise haben in den vergangenen Monaten in Argentinien extrem angezogen und es schwankt aber auch eben sehr, weil die Währung instabil ist, weil es verschiedene Umrechnungskurse gibt. Das heißt, die Preise, die wir euch nennen, sind mit Vorsicht zu genießen, weil es sich sehr schnell auch wieder ändern kann. Aber wir haben in den 6 Wochen, die wir vor Ort waren, 3.087 Euro pro Person ausgegeben. Das entspricht einem Tagesbudget von 73,50 Euro pro Person, also schon extrem viel. Und da kommen nochmal 1.000 Euro pro Person drauf für den Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Buenos Aires. Das heißt, wir landen bei über 4.000 Euro für eine 6-wöchige Reise. Es ist extrem teuer, aber unterm Strich war es trotzdem wert.
Aber die Preise variieren nicht nur je nach Umrechnungskurs oder Blue-Dollar-Rate, sondern eben auch davon, wo man sich in Argentinien befindet. Und der südliche Teil, also Patagonien, was ja auch die meisten Touristen interessiert, ist mit großem Abstand der teuerste Teil. Also wirklich diese Preiserhöhungen, die Helen angesprochen hat, die sind besonders in Patagonien spürbar. Und wir haben auf unserem Blog auch eine Übersicht in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel für Transport, also für Busse oder für Flüge, oder auch was Essen und Trinken gekostet hat in Restaurants und in Supermärkten, oder auch Übernachtungen oder auch SIM-Karten, Wäsche, alles was dazugehört, haben wir da ganz detailliert aufgedröselt. Das findet ihr unter www.betterbeyond.de. Eine Sache, die allerdings recht erschwinglich waren Unterkünfte, wobei wir sagen müssen, dass so ganz klassische Hotels auch recht teuer waren. Deswegen haben wir das gar nicht genutzt, sondern in größeren Städten wie Buenos Aires oder auch in El Calafate oder in Salta haben wir Apartments bei Airbnb gebucht und haben meistens so roundabout 30 Euro pro Nacht gezahlt, was meistens für die Lage und den Komfort schon ein sehr guter Preis war. Wir hatten meistens auch eine eigene Küche mit dabei. Da haben wir auch ein bisschen Geld gespart, weil wir nicht so oft ins Restaurant gehen mussten. In kleineren Städten wie Puerto Iguazú, in Purmamarca oder Cafayate hatten wir dann in Hostels oder kleineren Hotels so sehr einfache Doppelzimmer, so kein großer Standard, aber das war dann vom Preis her auch in Ordnung. Und wenn ihr alleine reist, gibt es in Argentinien in allen Städten eigentlich auch Hostels, wo ihr Dorms findet. Das ist preislich auch ganz in Ordnung. Aber wenn es dann Richtung Patagonien geht, dann wird es einfach wieder um ein Vielfaches teurer. Besonders zur Hauptreisezeit, also Dezember, Januar, Februar, sind die Unterkunftspreise wirklich krass. Da lohnt es sich dann vielleicht auch schon vorab zu buchen. Wir waren jetzt ja im November da in der Shoulder Season. Wir haben ein paar Sachen vorab gebucht, ein paar Sachen spontan gebucht. Aber gerade Richtung Patagonien, Richtung Hauptreisezeit kann es nicht schaden, schon ein paar Wochen vorab zu buchen, dass man einfach nur mal sicher geht. Argentinien ist ja bekannt für Steaks, was daran liegt, dass auf den vielen riesigen Weideflächen ganz viele Rinder gehalten werden. Und als Nationalgericht gilt auch Asado, das steht einfach für Gegrilltes. Das werdet ihr auch immer wieder sehen, dass draußen große Grills stehen, wo verschiedene Fleisch- und Wurstsorten gegrillt werden. Ansonsten findet man einige italienische Einflüsse auf der Speisekarte, also beispielsweise Pizza und Pasta. Wobei wir dazu sagen müssen, dass uns die italienische Küche deutlich besser schmeckt. In Argentinien war so unser Eindruck, dass manchmal so ein bisschen die Gewürze gefehlt haben, die Soße gefehlt hat. Also es hat unseren Geschmack nicht ganz so sehr getroffen, wenn ich ehrlich bin. Wir sind aber auch Vegetarier. Vielleicht ist das auch nochmal was ganz anderes, wenn man Fleisch isst. Dann hat man auf jeden Fall eine deutlich größere Auswahl. Eine günstige Möglichkeit, um essen zu gehen, sind Menú del Días. Das sind Tagesmenüs, die wechseln dann immer täglich und man kriegt in der Regel 2 bis 3 Gänge und ein Getränk serviert. Und das ist abgesehen von Patagonien ziemlich günstig. Da haben wir so zwischen 5 und 10 Euro bezahlt. In Patagonien haben dann auch Tagesmenüs mindestens 15 Euro gekostet. Und wer mal Lust hat auf etwas anderes als lokale Küche, der findet auch einige internationale Restaurants, gerade in den größeren Städten oder in den touristisch relevanten Orten. Wir waren zum Beispiel öfter bei Comida China, also in chinesischen Restaurants essen, aber da gibt es auch eine relativ gute Auswahl. Aber eine Sache, die uns in Argentinien gut geschmeckt hat und die es auch wirklich an jeder Ecke gibt, sind Empanadas. Das sind diese kleinen Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen. Und es gibt auch sehr viele Bäckereien, da sind dann Medialunas immer sehr beliebt. Das sind so kleine Croissants, die gibt es oft zusammen im Angebot mit Kaffee. Oder auch Alfajores sollte man mal probieren, wenn man in Argentinien ist. Das sind so Doppelkekse mit einer Füllung in der Mitte. Also gerade was Süßes angeht, würde ich sagen, hat Argentinien echt eine gute Auswahl. Dadurch, dass die Restaurantpreise teilweise relativ hoch sind, lohnt es sich, eine Unterkunft mit Küche zu nehmen, um einfach selbst zu kochen oder sich auch morgens ein Frühstück zubereiten. Wobei wir sagen müssen, dass die Supermarktpreise vergleichbar mit Deutschland sind, vielleicht sogar einen Ticken höher. Kommt auch darauf an, zu welchem Supermarkt man geht. Also es gibt Dia, das ist so ein bisschen ein Billigdiscounter, also gerade so Grundnahrungsmittel wie so Haferflocken, Nudeln, Tomatensauce und so findet man da schon recht günstig. Es gibt aber auch etwas gehobenere Supermärkte, wie beispielsweise La Anonima. Dort findet man wirklich eine große Palette an allen Sachen, die wir hier in Deutschland auch im Supermarkt haben. Und für Vegetarier und Veganer können wir die Fleischersatzprodukte von Vegetalex empfehlen. Die findet ihr im Tiefkühlregal, auch bei allen Supermärkten. Und wenn ihr mal gar keinen Bock habt zu kochen oder ins Restaurant zu gehen, könnt ihr euch auch Essen bestellen. Da nutzen wir meistens die Apps Pedidosia oder Rappi für. Und eine Sache, die tief in der argentinischen Kultur verankert ist, ist Mate. Das werdet ihr überall sehen, dass die Leute durch die Straßen laufen mit ihrem Matebecher, da genüsslich trinken. Wir müssen sagen, ist dann doch eher eine bittere Angelegenheit, also muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber eine Sache, die ohne Zweifel jedem gut schmecken wird in Argentinien, ist der Wein. Helen hat es ja schon angesprochen, es gibt viele bekannte Weinanbaugebiete und der Wein ist auch nach wie vor in Argentinien sehr günstig, sowohl in Restaurants als auch im Supermarkt. Jedes Land hat ja auch immer so seine Eigenheiten und eine Eigenheit, die uns in Argentinien direkt aufgefallen ist, ist der Tagesrhythmus. Es ist nämlich so, dass die Siesta, also die Mittagspause, sehr stark eingehalten wird. In vielen Orten haben dann wirklich Läden, Restaurants
eigentlich fast alles mittags geschlossen, so von 14 bis 17 Uhr, ist dann wirklich sehr ruhig in der Stadt. Also wenn ihr dann irgendwie essen gehen wollt oder shoppen gehen wollt oder so, ist das in der Regel eher nicht möglich. Und es wird auch sehr spät zu Abend gegessen. Also für die Argentinier ist es völlig normal, frühestens um 20 Uhr zu Abend zu essen. Auch 22 Uhr ist eigentlich normal und viele Restaurants öffnen auch dann erst. Also uns ist es schon das ein oder andere Mal passiert, dass wir dann um 18:30 Uhr vor einer geschlossenen Restauranttür standen. Amtssprache in Argentinien ist Spanisch und wie in den meisten Ländern in Lateinamerika ist Englisch nicht so weit verbreitet. Also du solltest nie davon ausgehen, dass dein Gegenüber Englisch spricht. Klar, ein paar Leute können irgendwie ein paar Worte, vereinzelt können Leute auch richtig gut Englisch sprechen, natürlich. Und es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wo man unterwegs ist. Also in Patagonien, im Service können schon viele Leute Englisch sprechen. Auf unserem Roadtrip durch Salta und Jujuy haben wir ehrlicherweise keine einzige Person getroffen, die wirklich Englisch sprechen konnte. Von daher hat uns da unser Spanisch schon auch ein bisschen weitergeholfen. Wir haben ja während unserer Weltreise Spanisch gelernt, haben auch nochmal in Buenos Aires so einen kleinen Refresher-Kurs gemacht, was ganz praktisch war, weil in Argentinien gibt es ein paar Sachen zu beachten. Einmal bei der Aussprache, das LL wird nämlich anders ausgesprochen. Also im Spanischen würde man ja sagen, zum Beispiel zur Straße, Calle. Aber in Argentinien sagt man Calle oder Zwiebel. Cebolla. In Argentinien sagt man Cebolla. Da gewöhnt man sich nach einer Zeit dran. Dazu mixt sich noch so ein bisschen Lunfardo, also der Slang in Argentinien rein. Aber ja, da gewöhnt man sich nach ein paar Tagen dran. Aber auch wenn man kein Spanisch spricht, kann man natürlich Argentinien bereisen. Da kann man sich ja heutzutage leicht Abhilfe schaffen mit Übersetzer-App. Google-App-Übersetzer zum Beispiel oder auch Google Lens, um Speisekarten zu übersetzen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Was das Fazit zu Argentinien angeht, da tun wir uns immer so ein bisschen schwer, weil es kommt darauf an, welche Aspekte wir betrachten. Schauen wir uns nur die Reise an und die ganzen tollen Landschaften, die wir gesehen haben und alles Erlebte vor Ort, dann ist es auf jeden Fall eine 10 von 10. Also wirklich ein hammerschönes Land mit super vielen sehenswerten Sachen, sehr viel Abwechslung. Aber was eben auch mit reinspielt, sind zum einen die Distanzen. Es ist einfach ein großes Land. Man muss das berücksichtigen, dass man viel Zeit einplanen muss, dass der Transport auch mal anstrengend sein kann, weil er halt auch eben nicht immer klappt wie geplant. Und vor allem, was bei uns immer mit reinspielt, ist auch einfach das Preisniveau, was sich halt in den letzten Monaten sehr, sehr stark nach oben entwickelt hat. Es ist deutlich teurer, als wir zum Beispiel selber angenommen haben, weil als wir die Reise geplant haben, war es noch viel günstiger. Ja, dadurch, dass der Blue-Dollar schlechter geworden ist für Touristen und das Land vor Ort einfach viel teurer geworden ist, war das so ein doppelter Effekt, weil lange galt Argentinien auch besonders für Patagonien als die günstigere Alternative zu Chile. Da müssen wir sagen, ich glaube, die Zeiten neigen sich so ein bisschen dem Ende zu. Deshalb würden wir auch jetzt Argentinien für Backpacker nur eingeschränkt weiterempfehlen, weil es jetzt auch budgetmäßig, würde ich sagen, es war das erste Mal, dass es sich für uns auch nicht mehr so nach Backpacking angefühlt hat, von dem, was wir einfach ausgegeben haben. Der Reisestil schon, aber unsere Preise sagen einfach was anderes. Von daher, wenn ihr euch für eine Reise nach Südamerika interessiert, dann würden wir dann vielleicht doch eher Richtung Peru schauen, Richtung Bolivien schauen. 2 Länder, die wir bereist haben, wo wir auch sagen, das war richtig cool und es hat halt weniger als die Hälfte damals gekostet. Von daher ist es halt ein Aspekt, den wir halt mit berücksichtigen. Wenn der Euro ein bisschen lockerer sitzt, würde ich sagen, ab geht's, Flugbuchen nach Argentinien, dann lohnt sich's zu 100%. Von daher, es ist mega das sehenswerte Land. Die Argentinier auch, super freundliche Leute. Also haben wir wirklich ganz, ganz viele liebe Menschen getroffen, sehr freundlich immer im Umgang und so. Von daher bleibt es uns in positiver Erinnerung, schwingt halt immer so ein bisschen mit, war halt dann doch deutlich teurer als ursprünglich geplant. Aber gut, konnten wir halt nicht wissen, haben es trotzdem sehr genossen und sehen uns dann nächste Woche wieder. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sonst findet ihr alle Infos auch auf unserem Blog www.betterbeyond.de. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Ciao.